In diesem Video schauen wir uns an, wie können wir das Fahrrad auf das Kind anpassen. Einmal mit der Sattelposition, mit der Position vom Lenker, muss der Lenker etwas weiter weg vom Kind oder näher dran, und auch wie können wir den Bremshebel einstellen und die Griffe. Wichtig bei der Sitzposition ist zu sagen, es gibt zwei verschiedene Positionsarten, einmal für Beginner und einmal für Fortgeschrittene. Die Variante für die Beginner sieht wie folgt aus, so wie unser Fahrer hier auch gerade schon drauf sitzt, mit beiden Füßen auf dem Boden, so dass er einen sicheren Stand hat, wenn er anhält und eine Pause machen möchte. Der Fortgeschrittene kann den Sattel schon etwas höher stellen für eine bessere und sportlichere Position beim Radfahren, sodass nur noch die Zehenspitzen den Boden berühren, wenn er anhalten muss. Dafür öffnen wir den Schnellspanner beim Boom 3. Beim Boom 2 ist es ein 5 mm Imbus, den wir dort lösen. Stellen den Sattel etwas höher und schließen den Schnellspanner wieder. Und schauen mal, ob es schon besser ist. Und hier sehen wir jetzt eindeutig, wir haben eine wesentlich sportlichere Position beim Stehen, wo wir nur noch die Zehenspitzen auf dem Boden haben. Und für so erfahrene Fahrer wie dich passt das hier sehr gut. Genauso wichtig wie die Sitzposition ist auch die Lenkerposition. Hier haben wir drei verschiedene Möglichkeiten, den Lenker zu verstellen. Entweder wir verstellen den Lenker etwas weiter weg, etwas näher ran oder relativ mittig. Wichtig ist, dass der Arm immer leicht gebogen ist. Nicht zu sehr gebogen, nicht so, genau, und auch nicht komplett gerade durchgestreckt ist. Und wie verstellen wir diese Position jetzt? Einmal mit einem 5 mm Imbus mit dieser Schraube hier vorne. Die lösen wir an. Wir brauchen sie wirklich nur anzulösen, nicht komplett rauszuschrauben. Und jetzt kannst du den Lenker mal ein ganzes Stück nach vorne schieben. Genau, so ist super. Wenn wir den Lenker in dieser Position festschrauben, haben wir eine viel zu gestreckte Armposition, was es sehr, sehr unbequem macht. Beim Radfahren das Ganze auch sehr, sehr unsicher vom Lenkwinkel. Wir haben auch die Position, dass der Lenker zu nah am Fahrrad dran sein könnte. Das ruft hervor, dass die Arme zu angewinkelt sind. Genau. So. Das macht das Lenken viel schwieriger und das möchten wir auch nicht. Also stellen wir den Lenker jetzt so ein, dass wir die optimale Position fürs Radfahren und auch die bequemste Position fürs Radfahren haben. Und stellen den Lenker so ein, Achtung, ungefähr so, dass die Arme leicht gebeugt sind. Jetzt ziehen wir die Schraube wieder fest. Wichtig bei der Schraube, die Schraube wirklich fest genug anziehen. Ziehen wir diese nicht fest genug an, könnte sich der Lenker verstellen während der Fahrt und es könnte einen Sturz hervorrufen und das möchten wir unbedingt vermeiden. Haben wir jetzt den Lenker eingestellt, ist ganz wichtig, noch auf die Bremsen zu achten. Da wir den Winkel vom Lenker verstellt haben, hat sich auch der Hebel verändert. Den müssen wir natürlich wieder anpassen auf den Fahrer. Ganz wichtig, der Hebel muss in einer Position sein, dass wir hier eine gerade Linie haben. In unserem Fall hier ist es jetzt schon etwas steil, fällt es nach unten ab. Daher stellen wir den Hebel etwas höher, sodass die Finger nicht mehr so steil nach unten gehen. Das macht es einfach wesentlich angenehmer für die Hand bei längeren Fahrten. Und wie machen wir das? Mit einem 4er Imbusschlüssel. Die Schraube sitzt hier oben im Hebel. Auch diese lösen wir wieder nur an, können dann den Hebel verstellen, je nachdem, wie wir ihn brauchen. Wichtig, wir machen das natürlich auf beiden Seiten, auf der Hinterradbremse und auf der Vorderradbremse, und ziehen die Schrauben dann hier wieder fest. So, wenn wir die Schrauben jetzt festgezogen haben, können wir wieder gucken, dass wir hier eine wesentlich schönere Linie haben und das Ganze wesentlich angenehmer wird beim Fahrradfahren. Wichtig noch, wir können nicht nur den Hebel im Winkel verstellen, sondern wir können auch die Griffweite verstellen. Wir können den Griff wesentlich näher zum Lenker stellen über diese kleinen Schrauben hier. Wenn wir die Schraube reindrehen, rückt der Hebel näher zum Griff, sodass du besser dran kommst. Und drehen wir die Schraube weiter raus, rückt der Hebel weiter weg. Und wir möchten ihn so haben, dass wir sicher mit allen Fingern an den Bremshebel kommen. Und wenn wir das alles gemacht haben, können wir Radfahren gehen.